Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier haben wir schon den nächsten Kandidaten. Es ist der Toyota Celica Turbo 4WD aus dem Jahre 1993. Hersteller ist Ixo und er stammt aus der Rallye Monte Carlo. War ja klar, ne? Immer Monte Carlo. Gibt es da sonst keine anderen Rallyes auf dieser Welt. Und er ist nicht schlecht, ne? Aber er kam jetzt hier zu mir, weil der Unterboden durchgebrochen ist. Hier nämlich. Der war ursprünglich mal Neuware. Und Hersteller ist ein Bangladeschi. Man sieht nämlich hier wieder die beiden Schrauben. Typisch für Bangladesch. Und der erste Eindruck ist nicht schlecht für ein so billiges Modellauto. Im Schnitt kosten die ja so zwischen 40 und 60 Euro. Ja, dieser Toyota Celica ist natürlich cool, ne? Jeder kennt den und ich finde den auch immer noch richtig schön anzusehen. Hin und wieder sieht man die noch auf der Straße rumfahren. Negativ fällt mir jetzt natürlich auf die Antenne. Die sieht aus wie so ein billiges kleines Stück Plastik, was einfach so hoch ragt. Na, also ich muss ehrlich sagen, das sieht scheiße aus. Das hätte man besser machen können. Das sieht nicht mal aus wie eine Antenne. Das ist einfach nur billiges Plastik, was raushängt. Mehr ist es leider nicht. So, wir fangen auch mal direkt an zu zerlegen, weil aufgehen tut hier nichts, außer der Unterboden. Der ist anscheinend scheinbar zu öffnen. So. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit schon die Straßenversion von dem Modell hier zerlegt. Und da war ja ein Fehler aufgefallen. Fall doch mal runter, ey. Da ist ein Fehler aufgetaucht, der war sehr kurios. Man hat nämlich hier hinten Celica falsch gedruckt. Da irgendwie so zwei Schriftzüge übereinander. Das sah total kurios aus. Aber auch hier der Auspuff, ne? Wollen wir nicht mal sagen, dass hier noch Abgase nur durchpasst, durch dieses kleine, dünne Etwas. Und das sieht auch wieder aus, als hätten die Stückchen Plastik einfach nur abgeschnitten und hier oben schwarz angemalt. Das sieht echt wieder Murks aus, ne? Man merkt, dieses Modellauto flecht mich jetzt nicht wirklich. Von der Preis-Leistungs-Verhältnis ist da natürlich akzeptabel, ne? Also wenn ihr den so für 30 Euro rumbekommt, dann macht ihr nichts falsch. Aber erwartet auch nicht Premium hier. Das ist kein Luxusmodellauto. Und der wird auch bestimmt nicht an Wert steigen. Der wird sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 60 Euro einpendeln und dann war es das aber auch. Also ich bezweifle ganz stark, dass der hier teuer wird. Mal abgesehen davon, dass Ixo ein Massenproduzent halt ist, ne? Aus Bangladesch. Ja, die Innenausstattung sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Die sieht echt nicht schlecht aus. Man hat Gurte. Der Überrollkäfig ist auch ganz gut verklebt. Armaturenbrett sieht auch ganz passabel aus. Also ich muss ehrlich zugeben, die Ausstattung ist jetzt nicht super schlecht. Also schon akzeptabel. Man hätte natürlich ein bisschen mehr Details einbauen können, aber dann hätte man wahrscheinlich auch viel mehr fürs Modellauto bezahlt. Und die Felgen sehen auch gut aus. Also doch schon zwei Highlights hier entdeckt. Schöne Felgen. Sehen echt gut aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Bild auch so rüber kam, aber die Felgen sahen echt gut aus. So, der Unterboden wird ja entsorgt. Tschüss. So, oh, mein Freund der Dremel kommt auch noch ins Spiel. Keine Ahnung, was jetzt gerade weggeflogen ist. So, die Rücklichter und dann kommt der Dremel. Also definitiv Minuspunkte bekommt das Modell für die Antenne
und den Unterboden und für den Auspuff. So. Zerlegen tut er sich auf jeden Fall einfach. Außer natürlich, ihr habt keinen Dremel, dann ist das ein bisschen problematisch. Das ist ein Spiegel. Noch ein Spiegel. So. Jetzt wird gedremelt. Aha. Kleine Problemski mit dem Dremel. So. Jetzt geht's wieder. Der war nicht ganz fest. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Nicht zu empfehlen. Hoppa! Mein Dremel mag keine Kameras. Daran müsst ihr euch leider gewöhnen. So war das immer wieder. Meine Güte, ey. Muss ich mal besser festziehen, ey. So, das müsste auch schon reichen. Nur 8 Minuten bis jetzt. Also von der Geschwindigkeit her muss ich sagen, zerlegt er sich echt einfach. Oh, und die Blinker vorne noch. Aber die kriegt man auch raus, Gott sei Dank. Oh komm jetzt. Guck mal, das hasse ich so, ne? Der eine Blinker ging ohne Probleme ab und der andere ist nur ein Problem. Jetzt geht's ab. Ein Schnellverschluss, 2 Verschlüsse und alles ist vorbei. An sich ist der Toyota Celica kein schlechtes Modellauto. Wenn man überlegt, das Ding kostet nicht wirklich viel Geld und Tendenz fallend. Ja.
Für jemanden, der das Modellauto einfach nur hinstellen will und angucken, für den reicht's. Also so schlimm ist er jetzt nicht. Für Leute, die ein bisschen mehr erwarten, ja, die müssen dann halt zu den anderen Herstellern zurückgreifen. Ich glaube, Otto hat den auch noch rausgebracht. Und da führt leider kein Weg daran vorbei. Der Schnellverschluss hier vorne zum Beispiel ist nur ein Foto-Edge-Teil. Ne, man kann es abkratzen, aber das war's dann auch. Ja, wie gesagt, Highlight, die Felgen und die Innenausstattung, die sind echt gut geworden. Negativ zu bemängeln sind natürlich der Unterboden und die Auspuffanlage und die Antenne. Das war echt Murks. So, das war's. Vorletztes Modell. Gleich kommt noch einer, den kennt ihr nämlich aus einem anderen Video. Und dann mache ich auch schon wieder Feierabend. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde.